Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Human Design. Was kannst du? Anke Gluschke. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, danke, liebe Julie. Ich freue mich total über deine Einladung. Darf ich ein, zwei Sätze zu dir sagen oder magst du das selber tun? Ähm, ja, nicht, dass ich hier gleich wieder so viel quatsche. ähm, Ich bin jetzt seit 10 Jahren beim Human Design, habe bei Peter Schüber gelernt, 2018 die Analytikerprüfung gemacht und bin dreifache Mutter. Das Design begleitet mich jeden Tag, würde ich sagen. Und ist für mich genau das richtige Werkzeug, um die Welt zu verstehen, mich zu verstehen, die anderen zu verstehen und auch ganz konkrete, praktische Dinge herauszufinden, wie man den einzelnen Menschen helfen kann. Und das war immer schon mein Anliegen von klein an. Und ja, das Human Design ist einfach perfekt dafür. So, ja. Wollen wir den Zuschauern noch sagen, dass du auch eine Projektorin bist? Das kann man zwar auch lesen, aber eine Projektorin halt und mit 7 offenen Zentren, was ja schon sehr, sehr wahrnehmend ist und auch an vielen Stellen der Spiegel des Gegenübers und Ja. in der Begegnung sein kann. Und Mhm. das Einzige, was bei dir definiert ist, ist die Kehle und dein Selbst oder dein G-Zentrum. Und alles andere, ja, steht in dem Dienst deines Gegenübers, würde ich mal so sagen. Kann man das so sagen? Das ist eine ziemlich heftige Projektion natürlich auch, ja. Also wenn es eine Erwartung ist, dann ist das natürlich viel. Es ist natürlich aber auch ein Automatismus, ganz klar. Ne? Und wenn man drum weiß, es ist gut, dann kann man es nutzen und dann kann man es auch, ja, man kann sich ja auch als fünfte Linie dann auch mal zurückziehen und sagen, jetzt nicht. Ja. Du hast in deinem Blog-Eintrag was gelesen, was finde ich ganz gut zu diesem Themenbereich passt. Also du bist ja in dem Themenbereich Beziehung und Begegnung mit dem Ich, mit dem Du, mit dem Wir, wie auch immer das also wie unterschiedlich man das auch sehen kann und möchte sozusagen. Und da hast du einen Titel genannt, den finde ich eigentlich ganz schön und der kann auch eine gute Überleitung zu dem geben, worüber wir beide reden wollen, Mhm. nämlich über die Emotionen. Und zwar hast du gesagt, wie wir mit uns oder geschrieben, wie wir mit uns und unserem Leben Frieden schließen und was das mit dem Frieden in der Welt zu tun hat. Mhm. Und dann habe ich mir den Artikel durchgelesen und die Quintessenz für mich daraus war, also das war eine sehr gute Herleitung eben vom Verstand über das Fühlen und eigentlich über das Annehmen, also das Mhm. Annehmen von innen und von außen. Und da in dem Kongress sehr, sehr, sehr wenig bisher über emotional definierte und emotional offene Menschen gesprochen wurde und ich das als sehr, sehr wichtig finde, dass auch Ähm, ja, das mal zu beleuchten, finde ich, habe ich da dich als Ansprechpartnerin sehr gut rausgesucht und freue mich auch, dass du dich dem öffnen magst. Und ja, vielleicht können wir mal ganz einfach anfangen, offene Mhm. Emotionalzentren und definierte Mhm. Zentren. Was ist das denn eigentlich? Mhm. Ja, die Emotionen sind eigentlich das Thema, würde ich sagen, für die allermeisten Menschen. Also es gibt ganz wenig Menschen, die, wenn sie definiert sind, korrekt mit ihren Gefühlen umgehen. Und das emotionale Feld, das wir auf der Welt haben, das ist ja zutiefst chaotisch. Und für die Offenen ist das natürlich ein riesengroßes Problem, weil sie es ja nochmal verstärken. Ähm, die Frage, wie wir dahin kommen, zu uns selbst, uns anzunehmen und unsere Natur zu leben, also das ist ja auch wirklich mein Hauptthema,
Und diese Wesensnatur, die ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Und trotzdem sind wir in vielen Dingen so gleich und so. Also es gibt mehr Dinge, die uns verbinden, als die uns trennen. Und ich habe immer sozusagen mit meiner 31,7, also ich schaue immer nach vorn und wie könnte es sein? Und natürlich sind das, also das sind keine blinden Hoffnungen in dem Sinne, aber es ist vorstellbar, zumindest im kleinen Rahmen, dass wir Umgebungen haben, die emotional gesund sind. Und da gibt's Wege hin, würde ich sagen. Magst du mal sagen, du hast ja ein offenes Emotionalzentrum. Wo fängt es denn da schon an? Ich meine, im Lehrbuch haben wir ja über das Human Design ähm, ganz klare Definitionen dazu, aber wie würdest du das denn in deinem Leben beschreiben, sozusagen, emotional offen zu sein? Du gehörst ja zu den 50% der Menschen, ne, die ähm, ja, sich dem Thema quasi Ja, offen ja, hingeben, ja, sozusagen. ja. Genau, also das zu wissen ist einfach schon mal ganz, ganz super. Ähm, weil die Identifikation, sag ich mal, mit dem, was man fühlt, die ist eigentlich auch automatisch immer da bei den Offenen. Warum? Weil es so intensiv ist. Also wenn etwas so intensiv gespürt wird, dann kann es ja nicht sozusagen einfach nur eine Reflexion des Außen sein. Ja, so. Und wenn man dann natürlich weiter in die Tiefe geht und bei sich selber, also in meiner eigenen Offenheit, ich habe da die Tore 6 und 49 hängend. Das heißt, immer wenn ich definiert werde, und ich werde sehr, sehr viel definiert, ich habe 3 hochemotionale Kinder, mit meinem Partner schließe ich dann auch die 59,6 und ich komme aus einer emotionalen Familie, sag ich mal, und ich habe dieses Thema eigentlich immer grundsätzlich gehabt und kann, glaube ich, auch verschiedene Frequenzen dort wahrnehmen oder verschiedene Umgangsweisen damit, ja. Und nicht jeder Definierte hat den gleichen Umgang, das ist klar. Und was wir auch sehen müssen, ist ganz deutlich, wo kommen wir her? Das heißt, die Mechanik aus der Körpergrafik ist ja das eine. Aber was haben wir gelernt in der Kindheit? Was hat uns geprägt? Und wenn wir da hingucken genau, dann ist es so, wenn wir geboren werden, sind wir erstmal alle abhängig. Ja, wir sind komplett abhängig und bedürftig. Und wir sind bedürftig vor allem dazu zu gehören. Denn wenn wir dazugehören, bekommen wir Wärme und Essen und bekommen wir Anschluss an die Gemeinschaft. Also das ist ein Thema der 1949, ja. Und das teilen wir alle, ob wir nun definiert sind oder nicht. Das heißt, es ist davon abhängig, schon mal bin ich willkommen geheißen worden oder nicht. Denn egal, ob ich offen bin oder definiert, davon wird es abhängen, wie ich ins Leben starte. Und ist jemand da, mich zu regulieren, wenn ich klein bin und das eben noch nicht kann? Also ich stelle mir dann das emotional definierte Kind, ja, das kommt eben mit dieser Körperchemie auf die Welt. Und die Kombination ist ja oft, die Eltern sind offen und tun sich erstmal schwer mit dieser rohen Kraft, die da kommt, ja. Da ist eine rohe Kraft und das ist ja auch Lebenskraft. Da steckt natürlich auch viel dieses Wurzelthema drin. Und wenn dieses Kind jetzt ein Thema hat, Hunger oder es fühlt sich nicht wohl oder es möchte gerne jetzt Kontakt oder es möchte keinen Kontakt mehr, dann wird es sehr, sehr heftig äußern. Ja? Und wenn die Eltern selbst gut reguliert wurden, als sie klein waren, dann wird es kein großes Problem sein. Wenn sie das nicht wurden, dann wird es ein Problem und dann werden die Emotionen dieses Kindes, die ja in der Kindheit an sich auch wirklich erstmal ungehobelt sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das braucht seine Zeit. Emotionen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln, um zu reifen, um ja ein Verfeinerungsprozess zu durchlaufen, würde ich sagen. Und
Und wenn dieses Kind dann sozusagen bestraft wird dafür, zum Beispiel, dass es emotional reagiert, dann haben wir ein Problem wiederum, ja. Und die einen lösen das dann vielleicht so, indem sie total überschießend weiterhin immer reagieren und sich eben nicht regulieren können, sondern immer von einem Extrem ins nächste stürzen. Und die anderen drücken es vielleicht weg, verbergen es oder unterdrücken es vielleicht sogar richtig. Ja? Und auch dann haben wir wieder ein Problem. So könnte man das im Groben sagen. Und von daher denke ich, der einzige Unterschied, emotional offen zu sein, ist eigentlich, ja, die Offenen sind so abhängig davon, von der emotionalen Gesundheit der emotional Definierten. Ne? Und gleichzeitig fällt es uns so schwer, weil diese Kraft, die dahinter steckt, es wird sich ja ändern laut Prophezeiung, aber die Kraft, die dahinter steckt, die ist so gewaltig und so intensiv, dass sie einfach schwer zu handeln ist, ja, wie ein Vollblut, das noch jung ist und richtig Dampf hat, ja. Also es ist nicht so einfach, das zu handeln. Das ist meine Erfahrung, ja. Aber wenn man Emotionen reguliert sozusagen, ja, also ist regulieren das richtige Wort oder ist es den Raum schaffen, dass die Emotion quasi da sein darf sozusagen? Also Ja, ja, alter Falter, wenn ich wütend bin, ja, dann ja. schreie ich das Kissen an oder ich würde Genau, am genau. liebsten einfach alles durch die Gegend werfen, ohne dass jemand anders 'n Schaden hat. Also, das würde ich nicht Mhm. als regulieren empfinden, sondern es vielleicht eher einfach das passende Setting dafür finden, dass diese Gefühlsmacht in dem Mhm. Moment dann auch platt gemacht werden darf sozusagen. Ja, oder wenn ich traurig bin. Also, ich Mhm. meine, ich habe, ziemlich viele Tore an meinem Emotionalzentrum und, wenn ich traurig bin, dann bin ich richtig traurig, ja? Dann lege ich mich unter die Decke, esse 5 Tafeln Schokolade, gucke 'n Liebesfilm und will nur noch heulen Ja. und will dann auch nicht in diesem Prozess gestört werden sozusagen. Mhm. Und da würde ich jetzt von meinem Empfinden her sagen, es ist eher passt schafft dir den richtigen Raum, damit dieses Gefühl quasi, ähm, a gesehen, gefühlt und angenommen werden kann sozusagen und dass das dann auch zu Ende geht und nicht, Mhm. in einen Karton quasi verpackt wird, in den Keller gesteckt wird. Das hattest du ja eben auch Mhm. gesagt, ne? Also verdrängt, Mhm. ähm, oder Heidenei. Also, wenn ich an meine Tochter denke, ja, hochemotional, also einer meiner Töchter, Ja, alle die 59,6, ja, wenn die abgeht und die hat auch noch die 36, also wenn die abgeht, dann bin ich auch das empfinde ich auch als übergriffig, obwohl ich selbst die 59,6 habe. Sage ich: „Mensch, jetzt ist aber mal gut.“ Also, da kann ich auch oft nicht mit umgehen, weil mich das dann ja, auch triggert. ja. Also, selbst die emotionalen Menschen untereinander können das ja auch schlecht aushalten, weil man sich ja und deswegen bin ich mit dem Wort nicht so fein, das ja mal reguliert hat. Also, ich darf jetzt gar nicht so traurig sein oder: „Ach, warum heule ich denn jetzt? Warum heult die denn schon wieder? Schon wieder?“ Ja. Ja, weil die Ja. halt traurig ist, weil die vielleicht damit was anderes ausdrücken würde, wenn sie könnte, wenn's dafür schon 'n Wort gibt. Aber eigentlich ist das Emotionale das Thema, was es halt trägt. Und Mhm. da ist die Frage, wenn ich mit dir in die Begegnung komme, ja, hochemotional in dem Moment, freudestrahlend, bist ja natürlich happy, aber wenn ich total traurig bin und mit dir in die Begegnung komme sozusagen, aber auch ja mir mit meinen Emotionen in die Begegnung komme, weil jeden Tag mit meiner Emotion, zu surfen, ja, ist nicht so einfach. Also, das sind Wellen, die sind auf Haiti 10 Meter hoch und dann gibt's da Ja. Wellen, die sind vielleicht 20 Zentimeter. Das kann ich als emotionaler Mensch ja auch kaum aushalten an manchen Stellen, je nachdem, was mein Kopf mir auch noch für Geschichten erzählt. Mhm. Mhm. Äh, Deswegen finde ich diesen Beitrag so wichtig, weil, ja, da sitzt jetzt grade ich als hochemotionaler Mensch und du als hochkühler Mensch sozusagen miteinander
wir wären jetzt eigentlich in einem Raum. Gott sei Dank hat mich meine Familie nicht getriggert heute, noch nicht. Und ich bin jetzt auch relativ entspannt aufgestanden. Und trotzdem weiß ich, da brauche ich nur irgendwas mental oder an irgendeiner Stelle schief zu laufen, dass das mein Emotionalzentrum wieder triggert vielleicht. Und dann merke ich erst, auf welcher Welle ich darum schwimme. Und dann ist es vielleicht schon zu spät. Und das ist ja das, wovor du ja Angst hast. Mhm. Was kommt dir denn dann entgegen, je nachdem, welches Wort du nutzt, in welchem Kontext wir uns begegnen, dass ich dich dann anschreie, innerlich, weil dann die Bombe platzt sozusagen, die ich ja gar nicht wahrgenommen habe in dem Moment, weil es für mich ja normal ist. Also wenn ich da an meine Schwester denke, ja, die ein offenes Emotionalzentrum und ein offenes Egozentrum hat sozusagen, und eine Projektionsfläche ist, die tut alles dafür, dass andere glücklich sind, weil sie Angst davor hat, schuld zu sein, ja, und fährt ihren Körper gerade damit und ihr ganzes Leben, Mhm. ähm, auch gerade in eine Richtung, die ihr überhaupt nicht gut tut, die ihr körperlich wirklich, Schaden zufügt. Und das sind ja Sachen, da wollen wir alle gar nicht hin. Wir wollen ja gar nicht krank werden. Wir wollen ja gar nicht kaputt sein. Wir wollen ja glücklich und zufrieden sein und in unsere Ja. Selbstbestimmung kommen. Aber wie können wir uns denn da begegnen? Du meinst jetzt die offenen und die definierten, ja? Ja, oder auch du, mit dir selber halt in dem Moment, ne? Also, wenn du Ja. sagst: „Okay, ist ja schon mal wichtig, dass man's weiß, aber was tue ich denn dann?“ Du hattest eben so schön gesagt, du hast einen emotionalen Notfallkoffer. Genau, ja, ja, genau. Das habe ich vor, Genau. sozusagen verschiedene Strategien und praktische Tipps im Umgang. Ist immer ganz gut, wenn man dann ein bisschen eine Auswahl hat, was einem helfen kann in der Situation. Und ganz grundsätzlich ist natürlich der Unterschied, jeder emotionale Mensch, das ist ja automatisch die innere Autorität. Also das lernst du ja in Stunde Null im Human Design. Bitte hab Geduld mit dir und deinem Prozess. Hab Geduld mit den Entscheidungen, mach langsam. Und, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben 3 kraftvolle Wurzel-Emotionalverbindungen, ja, die stehen unter Dampf, die stehen unter Druck. Und, und die, je nachdem, wie stark die Welle gerade ist, neigt es natürlich dazu, herausgeschossen zu werden, sagen wir mal, als Emotion. Und dabei gehen dann halt auch Dinge kaputt, ja. Und selbst wenn es nur ein verbaler Ausbruch ist, kann es einen Knacks in der Beziehung geben, sozusagen. Das heißt, für die Emotionalen ist es sehr wichtig, sich natürlich mit den Gefühlen, welche immer das sind, anzufreunden, sie kennenzulernen, die eigene Welle oder die eigenen Wellen zu verstehen, ja. Da gibt es ja Hinweise darauf dann in der Körpergrafik, das beobachten zu lernen, also auch den inneren Beobachter anzuschalten, selbst, und das geht, das braucht Übung und Zeit, aber das geht, selbst in den höchsten Höhen und den tiefsten Tiefen. Also ich als emotional offener Mensch bin im Prinzip gezwungen dazu, weil ich es ja eben überhaupt gar nicht kontrollieren kann, ja. Wenn ich dann emotional getriggert werde oder ja, einfach da irgendwo dann anspringe, welche Wahl habe ich dann, ja? Ich spüre es in dem Moment und sonst ja nicht. Das heißt, ein emotionaler Mensch hat einfach ja mehr Übung und hat das tagtäglich mit sich eigentlich, ne? Und der, der, was hast du gelernt als Kind? Sind Emotionen schlecht oder dürfen die da sein? Das ist so wichtig, ja? Wie war der Anfang? Wenn Gefühle da sein dürfen und wenn die auch aufgefangen werden im Außen, ohne dass du dafür bestraft wirst, ohne dass du dafür abgelehnt wirst, dann hast du es leichter, dann damit umzugehen. Ne? Und was wichtig ist, jeder Mensch, der emotional ist, muss im Prinzip Verantwortung dafür übernehmen, für das emotionale Feld. Und es ist eben nicht leicht, weil es so eine hohe, starke, intensive Energie ist. Ja, das heißt, es ist auch also wenn es einen Prozess gibt, ist es ja kein Problem. Kommt perfekt auf die Welt. Ja, mein großer 39-55er abgespalten. Ja, und
Es war sehr, sehr schwer, die ersten Lebensjahre. Sehr, sehr schwer für mich, das auszuhalten. Und er hat sich in eine Richtung entwickelt, wo er das sozusagen, diese Gefühle, die da sind, und er hat dann auch noch den 5. Ton, juhu, also dieses Fühlen ist so präsent für ihn, aber er lebt es in der Musik. Er macht ganz schräge Instrumente und spielt sie und hat total seinen Spirit gefunden da drin. Und er ist einer der bestreguliertesten Jugendlichen, die ich jemals gesehen habe, ja. Und reguliert heißt eben nicht kontrolliert. Also du kannst es nicht kontrollieren, ne? Und auch nicht in dem Sinne angepasst, sondern er lebt es, er verfeinert es sozusagen über diese, ja, über sein Tun in der Musik. Kann man auch Und kanalisieren sagen? Also der kanalisiert das ja, Gefühl ja, quasi ja. in einer Tätigkeit, die Hm. dem entspricht sozusagen. Also Die ne, vollkommen das seiner Musisch Stimmung machen. entspricht, ja, Mhm. vollkommen seiner Stimmung entspricht, die vollkommen in seiner Resonanz liegt sozusagen, ja. Und hatte ein Instrument dafür gewählt, das sehr, sehr selten ist und das viele verschiedene Stimmungen transportieren kann. Und von Was daher, ist das? das ist die sogenannte Rudravina. Das ist so ein fast ausgestorbenes Instrument aus Indien. Und das ist dem Gott Shiva geweiht, dieses Instrument. Und das kam zu ihm, sein Lehrer kam zu ihm und er hat seine Rudravina selbst gebaut. Also auch das. Also es ist sozusagen sein Instrument wie sein zweiter Körper, könnte man sagen. Aber auch andere Instrumente. Dann ist halt dann auch mal das Tablaspielen dran, also das Trommeln, das Herausbringen, die Kraft, ja, die. So. Und er ist ein ganz freundlicher, entspannter Kerl. Ja, also das Gefühl erhalten. Ich glaube, das ist wichtig für die emotionalen Menschen, dass sie das lernen. Und auch das ist ein Schritt, je nachdem, wo man herkommt aus der Kindheit. Wie gut man reguliert wurde, ko-reguliert wurde als Kind. Das heißt, wenn ich geweint habe, kam jemand und hat mich getröstet, hat mich jemand in den Arm genommen. Und schon merke ich, okay, es ist gar nicht so schlimm. Okay, da ist jemand, dem macht es nichts aus, dass es mir gerade nicht gut geht. Und das brauchen ja emotional definierte Menschen auch. Wenn es dir gerade nicht gut geht, was nützt dir das, wenn ich versuche, dir jetzt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ja? Dann verkrümel dich doch lieber und mach dein Ding und mach Nabelschau und schreib Tagebuch oder hör traurige Musik oder ne? Alles, was dir hilft, dich mit deiner jetzigen Emotion in Verbindung zu gehen, ist ja richtig. Das Einzige, was man unterscheiden muss, ist also zulassen und wahrnehmen und auch im Körper natürlich, also im Solarplexus, da hängt so viel zusammen, die Verdauung, ja. Stimmt meine Verdauung? Wenn nicht, habe ich ja schon mal wieder einen Hinweis. Wie atme ich? Kann ich frei durchatmen oder bin ich gerade ganz flach? Oder zum Beispiel, wenn ich mich, also wenn ich mich entspanne und ich kann mich auch in einer Traurigkeit entspannen, ja, dann atme ich tief, ja, oder vielleicht seufze ich 3-mal. Und das ist richtig so. Der Körper signalisiert ja damit, okay, es ist in Ordnung, ja, es ist gut. Und jetzt kommst du in die Entspannung. Was haben wir noch? Niere und Blase, ja, oder die Haut, der pH-Wert, ja, Tor 6. Und alles das gibt dir ja Zeichen über dich. Und darüber kannst du auch in die Verbindung gehen. Was ich auch wahrnehme, ist, dass wir leben in einer Zeit, in der eher Extreme halt. Auf der einen Seite haben wir die ganzen Kitschfilme, ja, wo Gefühle dann einfach nur als im Prinzip klebriges Surrogat dargeboten werden als Ersatz, weil wir vielleicht in unserem Leben einfach unsere Welle total abgeflacht haben, ja. Und eben, das ist die andere Seite, total abgeflacht oder total rationalisiert, ja, oder auch wirklich weggeschoben, weil wir funktionieren müssen, weil wir so unter Druck stehen. Und natürlich ist es auch nochmal ein Unterschied, stehe ich unter männlichen Hormonen oder weiblichen Hormonen. Das hat eine Auswirkung auf die Wahrnehmung und auch auf die Auswirkung, ja. Oder als Frau, wo stehe ich in meinem Zyklus? Also ich mit meinem Tor 6, ich spüre dieses Zyklische sehr, sehr stark. Ich bin am Anfang des Zyklus nicht dieselbe wie am Ende.
Das ist ein großer, großer Unterschied. So einfach im Grundlevel, sag ich mal, meine Entspannung oder Anspannung, ja, auf der emotionalen Ebene. Und das kann man alles so lassen. Da braucht man gar nichts rumdoktern, ja. Also wichtig ist, das anzunehmen und dann im zweiten Schritt, wenn ich damit in die Verbindung gehe und es wird sehr intensiv, inwieweit kann ich es halten? Und regulieren heißt eigentlich, ich kann das Gefühl halten. Ich kann vielleicht auch großen Schmerz halten. Ich kann große Trauer halten. Ich kann große Freude halten. Und das können die meisten Menschen nicht. Haben es nicht gut gelernt, weil wir, wie gesagt, in einer Zeit leben, die das eigentlich sehr abflacht und weil wir auch aus Generationen stammen, wo das um des Überlebens willen weggedrückt werden musste. Das muss man auch sehen. Ne? Also da sind viele, viele Aufgaben. Und wichtig ist, sich, wenn man merkt, dass man dann ein Problem hat, sich dann auch Hilfe zu holen und vor allem auch kleinschrittig zu gehen. Und regulieren ist für die emotional Offenen noch mal größeres Thema, weil sie eben immer so hineingeworfen werden. Das heißt, Schritt 1 ist dann ja erkennen, okay, A, ich bin nicht schuld und B, es liegt nicht an mir und es hat nichts mit mir zu tun, also es ist nicht so persönlich zu nehmen. Und das kann natürlich, je nachdem auch, woher komme ich, sehr schwer sein, weil vielleicht wurde mir die Verantwortung tatsächlich mehr oder weniger gegeben als Kind, ja. Und dann lösen einfachste Dinge, triggern dann eine überbordende Reaktion aus, die mit der jetzigen Situation, also die nicht adäquat ist. Und da muss ich natürlich hingucken. Das ist dann erst recht nicht einfach für einen emotional offenen Menschen, das dann herauszufinden, weil am nächsten Tag versteht er das schon nicht mehr. Weißt du, dann ist es weg. Dann ist es gar nicht mehr wahr. Und das ist dann der Unterschied. Also als emotionaler Mensch ist es vielleicht auch, wenn du gestern sehr gut drauf bist und heute bist du traurig, ist das von gestern vielleicht auch gerade nicht mehr wahr. Aber du weißt über die Erfahrung, okay, dieses Auf und Ab gibt es. Und du freundest dich damit an, ja. Und du nimmst es nicht mehr so schwer, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist das Hauptziel, dass wir auch verstehen als Menschen, egal ob offen oder definiert, dass wir dem Schmerz nicht aus dem Weg gehen können. Das können wir nicht. Der kann uns immer mal wieder erwischen. Und das, was wir aber ändern können, ist, dass wir leiden. Und das ist ein Unterschied. Und ja, das ist, glaube ich, das, was die Zeit und die Reife und die Beobachtung mit sich bringt, dass man diesen inneren Beobachter ja haben kann. Selbst inmitten des größten emotionalen Dramas meinetwegen, gibt es da etwas, was sagt, ja, komisch, jetzt, das hatte ich doch schon mal, ja. Dann stehe ich hier wieder, das ist ja auch irgendwie eigenartig, ja. Also man ist zwar in der Emotion, in dieser Körperchemie, das ist wie, du hast dich auf die Rutsche gerutscht und auf die Rutsche gesetzt und rutscht jetzt runter, das hältst du jetzt nicht mehr auf. Aber du hast den inneren Beobachter und dann, okay, das ist jetzt so und dort wird es enden und dann wird es wahrscheinlich so und so weitergehen. Ja. Also das nimmt die Schwere da raus und ja, hilft das nicht ganz so ernst zu nehmen, sag ich mal, ne? Weil es ist ja schon ernst genug für viele Menschen, gerade heutzutage, unter dem großen Druck, unter diesem Druck, unter dem wir alle stehen. Was ist denn das Thema Kommunikation? Hilft das, wenn ich das verbalisiere? Hey Anke, ich bin heute mega schlecht drauf, aber ich würde trotzdem gerne den Abend mit dir verbringen. Verändert sich durch dieses Wort in dir schon was, weil du es einordnen kannst? Oder Ja. was hilft dir denn da genau? Also wenn ich mit dir ins Gespräch gehe, wenn ich weiß, wie ich mich fühle oder wo ich mich emotional befinde, wie kann ich dir denn dann quasi in eine
wie kann ich dir da begegnen quasi und in Beziehung mit dir gehen, weil das ist ja das Thema sozusagen. Also wie gehe ich mit dir in Beziehung, ohne dass ich dich manipuliere oder ohne dass ich mich dir übergriffig gegenüber verhalte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, oh Gott, ich muss jetzt immer daran denken, ja. Mhm. Ähm, Mhm. aber eigentlich ist es ja immer erst ein mentaler Prozess. Also, okay, ich bin emotional, du bist emotional offen. Also wenn ich kommuniziere, passiert das. Ja, das ist ja wie Zähneputzen. Wenn ich von rechts nach links putze, dann muss ich das und das beachten. Es ist wie beim Nähen. Es ist ein Einüben, ein Prozess, Mhm. der erst mechanisch ist. Aber was verändert das dann? Mhm. Na, das verändert auf jeden Fall total viel. Also in dem Moment, also sowieso, Gefühle wollen ausgedrückt werden. Also ganz klares Ja dafür, Gefühle auszudrücken und nicht zu verstecken. Weil dann ist es ja für den emotional Offenen noch stärker. Also alles, was beim anderen weggedrückt wird, rumort ja dann bei einem selber, bloß man kann es nicht gut einordnen. Ja, also gerade wenn man sich über das Human Design zum Beispiel da nicht im Klaren ist, ja, dann nimmt man das ja immer für sein eigenes oder die Unsicherheit oder die Nervosität des anderen, ja, um bei einem ganz einfachen Beispiel zu bleiben. Also wie oft hatte ich in Kontakt mit anderen Bauchschmerzen bekommen früher, ja, permanent. Ja, dann bin ich allein und es ist weg. Also ne, das passiert heutzutage im Prinzip gar nicht mehr, weil ich mir über diese Mechanik sehr bewusst bin und dann auch, wenn mir eine emotionale Umgebung nicht gut tut, dann gehe ich. Also ich bin ja nicht gezwungen, dort zu bleiben. Ne? Oder ich verweise sozusagen meine Kinder auf ihren Platz. Das heißt, so komm, geh dich erst mal auskäsen und geh atmen und lüfte dich ein bisschen aus oder geh mal ein bisschen raus oder was, ja. Ich muss das ja nicht aushalten. Und das Ausdrücken ist an sich ähm, super wichtig, weil das möchte ja gesehen werden. Ja? Jedes Gefühl ist im Jetzt da, möchte im Jetzt gesehen werden und, und entfaltet dann auch, ja, entfaltet sich dann nochmal anders, wenn es gesehen wird, habe ich das Gefühl. Und die, die deutsche Sprache ist zum Beispiel, wir leben in einer Zeit, wo es so abgeflacht ist alles, ja, unsere Ausdrücke, wir kennen noch toll und blöd und das war es, wenn wir in unsere Sprache gucken, wir haben so viele Ausdrücke für Gefühle, für Gefühlsregungen oder auch für Empfindungen und der Unterschied ist vielleicht auch, ich kann ein Gefühl ausdrücken, indem ich das dem anderen einfach rüberschmeiß, ja. Ah, hier mal, wie die Küche aussieht und mir geht's scheiße und schon ist das verbunden miteinander, weil ich da vielleicht drei Teller stehen lassen habe oder so, ja. Also, sondern wirklich bei sich selber bleiben, da hilft ja auch die gewaltfreie Kommunikation, könnte da zum Beispiel helfen, ja. Also ich bleibe erstmal bei mir, ich ergründe mein Gefühl und was vielleicht noch einfacher ist, weil ein Gefühl wird sehr oft, geht es dann in Richtung Bewertung. Das heißt, der Verstand schaltet sich ein, findet einen Grund oder sagt, ach, das ist schlecht, wenn ich mich schlecht fühle. Ja, wer sagt denn, dass es schlecht ist? Wenn ich jetzt in meinen Körper reingehe und spüre, wo merke ich das dann, dass es mir schlecht geht? Was spüre ich dort? Dann bin ich in einer Körperempfindung und die kann nicht mehr bewertet werden. Die ist dann, klar. Und vielleicht komme ich auch darauf, dass die Unterschiede manchmal gar nicht so groß sind. Also ich kann einen Knoten im Bauch haben, wenn ich verliebt bin oder wenn ich Angst habe. Ja? Was ist der Unterschied? Also ganz viel ist Bewertung und es hilft auf jeden Fall, sein Spektrum, sag ich mal, wenn man ein emotionaler Mensch ist, dann auch auszuleben seiner Vielfalt. Weil das macht ja deine Reife und deine Einzigartigkeit aus, ja? Welches Spektrum bietest du sozusagen? Und Gefühle dienen ja auch etwas, dienen der Bewusstwerdung, ja? 6 von 7 emotionalen Toren sind im Viertel der Initiation. Das heißt, da geht es ja darum, dass der Verstand Sinn finden will und kann. Dafür sind sie da und nicht andersrum, damit wir jetzt die Gefühle in Schachteln und Schubladen packen und bewerten und sagen, ach, das ist gut, das ist schlecht und das wollen wir jetzt nicht mehr und nur das wollen wir, sondern es geht um diesen Reifeprozess, der dann beginnt,
dass wir uns in unserer ganzen Menschlichkeit sehen und annehmen. Da gehören alle Gefühle dazu. Und es gibt Gefühle, vor denen haben wir so sehr Angst, ja? Wut, Rage ist ja nicht nur ein Thema von Manifestoren, ne? Da ist es natürlich ein Typusthema und vielleicht nicht im Sinne eines Gefühls, ja, in dem Sinne, sondern wenn wir zutiefst verletzt wurden oder wenn wir nicht wirklich willkommen geheißen wurden oder wenn wir in einer sehr verletzlichen Situation als Kind alleingelassen wurden, da baut sich im Körper diese Art von Spannung auf und bei den emotional Definierten bricht es vielleicht ab und zu sich komplett raus, ja, und die anderen unterdrücken es und unterdrücken es und unterdrücken es und wenn es weiterkommt, wenn es dann mal rauskommt, dann ist es so schlimm, dass es beim nächsten Mal der Deckel nochmal 3-mal stärker raufgehalten wird. Ne? Und das ist ein großes Problem. Und da muss man so versuchen, den Deckel wieder langsam zu lüften und damit in Kontakt zu kommen. Und wenn es zu viel wird, das dann auch abbrechen. Also ich bin wirklich dafür, dass man das Stück für Stück macht, je nachdem, was man halten kann, was man im Guten ausdrücken kann. Und im Ausdrücken heißt ja auch wirklich, ich bleibe bei mir. Also jeder Mensch hat ja diesen Kreis um sich, diese eigene Aura und das eigene Feld. Und in dem muss ich mich frei bewegen können. Und dann muss ich sagen können, mir geht es heute schlecht. Oder ich möchte meine Ruhe haben. Und wenn ich das dem Partner sage, du, ich möchte meine Ruhe haben, kann ich auch gleichzeitig sagen, es liegt nicht an dir. Ich mag heute bloß einfach nicht. Ja? Und dann kann es den anderen sehr entlassen, weil er weiß, okay, es ist traurig, es ist schade, das kann man auch betrauern, aber es ist so wichtig, das zu respektieren, ja, deine emotionale Welle zum Beispiel zu respektieren und genauso auch die Verantwortung dafür aber zu übernehmen, das eben nicht über diese Grenze hinaus dem anderen hinzuschleudern, ja. Also dieses Ausdrücken und nicht danach handeln, das ist die Schwierigkeit, dort die Grenze zu finden. Und auch das braucht Zeit. Also wenn ich sage, also meinetwegen, meine Welle ist heute unten, jemand nimmt mir die Vorfahrt, mein Chef war unfreundlich und mein Partner hat irgendwie das Falsche eingekauft, dann kann ich natürlich alles den Leuten rüberbraten und sagt, der Idiot und ich kündige und der Partner ist auch nicht der Richtige, ja, und ich brate das allen rüber, habe ich damit ja nichts gewonnen. Ich bin dann auch nicht im Kontakt mit meinem Gefühl, weil ich es nur rausschleudere, nur dem anderen sozusagen mitgebe. Die Verantwortung abgeben, sozusagen. Die Verantwortung abgeben, genau. Ne, und das ist das, was ein emotionaler Mensch, glaube ich, lernen muss in der Kindheit, peu à peu mehr und mehr Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber jeder Mensch braucht die Hilfe, dass er Menschen hat, die diese Gefühle halten können. Das ist eben die Schwierigkeit. Und diese Grundvoraussetzungen, die haben eben nicht alle Menschen. Ne? Aber es hilft ja zum Beispiel, nur eine gute Situation zu haben, dann kann man sich auch daran erinnern und das auch als Ressource verwenden und von dort aus weitergehen. Also das ist ja nichts in Stein gemeißelt. Das kann man alles sozusagen noch nachholen. Das ist natürlich als erwachsener Mensch schwieriger. Ganz klar. Ne? Aber die Verantwortung dafür zu übernehmen, das entlastet dann eben auch die emotional Offenen. Und wenn du klar kommunizierst, hey, heute mir geht's nicht gut, aber ich würde mich freuen, wenn du trotzdem den Abend mit mir verbringst, kann ich immer noch entscheiden, ist das gerade eine Frequenz, wo ich sage, ach, lieber du, dann lass uns doch lieber ein andermal treffen, oder wo ich sage, ja, das macht mir jetzt gar nichts aus und ich bin für dich da und ich nehme dich in den Arm. Weißt du? Und wir haben, vielleicht ändert das wieder etwas. Also einfach nur, indem das Gefühl gesehen wurde und da sein durfte. Ja, Emotionen bewegen sich, die stehen eigentlich nicht starr an einem Platz. In dem Moment, wo etwas gesehen und anerkannt wird, kann es sich auch schon wieder verändern. Du hast so viele Sachen gesagt, die ich eigentlich total gerne noch anreißen würde, aber ich würde vorschlagen, wir hören jetzt hier auf. Mhm. Aber es gibt so ein paar Sachen, also, du hast ja gesagt, du möchtest diesen emotionalen Notfallkoffer quasi als PDF erstellen, was ich total Mhm. super finde. Mhm. Und, vielleicht darf ich dir noch was dazufügen, was mir auf der emotionalen Ebene auch, einfällt aus, ähm
Perspektiven. Also da gibt es ja Mhm. unterschiedliche Methoden auch, sich mit Emotionen quasi auseinanderzusetzen. EMDR quasi, das rückblickende Genau. Gefühlschaos aufzuarbeiten. Dann gibt es eine Frau, die macht Freispielen. Das ist, über das Spielen wieder mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Mhm. Das ist 'ne geniale Frau, die hat mit dem Human Design nichts zu tun. Aber du Mhm. hast auch gesagt, was macht das körperlich mit einem, wenn man emotional offen ist? Ich kann dir sagen, was es emotional macht, körperlich, wenn man, mit sich quasi stagniert. Also, die Gefühle halt nicht rauslässt oder annimmt und verarbeitet, sondern einfach, versacken lässt sozusagen. Ähm, und also, da sind so viele Sachen, die total wichtig sind, weil es ist das Praktische im Alltag einfach immer wieder, vernachlässigt wird, ne? Wie fühlt man sich? Wie kann man in Kommunikation gehen? Also, Kommunikationsmodelle, bla bla bla. Also, das volle Spektrum. Vielleicht schaffst du 'n bisschen, das in diesen Koffer reinzutun und das dann eben in dieses Bonusmaterial reinzupacken, was für Ja, viele vielleicht hilfreich ist. ja. Und, du hast auf deiner Homepage, das würde ich jetzt gerne als Abschlusswort Wort nehmen, weil da würde ich versuchen, jetzt den Bogen zu spannen. Du hast in deiner auf deiner Homepage geschrieben, dass du das Human Design als multifunktionales Werkzeug siehst. Finde ich sehr spannend, weil das auf meiner Homepage von dem Kongress ja auch steht oder Mhm. auf der ne, ist im Trailer, glaube ich, drin. Also, es Mhm. ist so multifunktional, dass es quasi auf allen Ebenen gehen funktionieren kann und auf allen Ebenen 'ne Beziehung herstellen kann zu dir selber, aber auch zu deinem Gegenüber oder zu dem großen Ganzen. Und, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, weil mir das sehr am Herzen liegt, weil ich eben immer wieder erlebe, nicht nur selber, sondern auch von vielen anderen, wie die emotionalen, Befindlichkeiten sozusagen gar nicht leben dürfen. Mhm. Befindlichkeiten ist auch nicht das richtige Wort. Da gibt's bestimmt auch wieder ich liebe auch die deutsche Sprache, aber manchmal pragmatisiere ich das, den, genau, zu vereinfachen. Ich danke dir Ja. auf jeden Fall von Herzen und, ja, jeder, der sich angesprochen fühlt, kann sich ja auch an dich wenden und, mit dir Mhm. da in Kontakt gehen. Mhm. Dankeschön. Ich danke dir sehr. Dann wünsche ich allen anderen noch eine gute Zeit und bis bald.